Hallo Anna, dieser Seufzer klang sehr tief. Ein anstrengender Tag? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, hallo an alle. Ich bin Anna. Ja, der Tag war anstrengend. Aber das ist nicht das Problem. Jeder Tag ist anstrengend. Und ich verstehe nicht warum. Ich habe eine Routine, aber ich fühle mich immer gestresst. Ah, das ist ein sehr interessantes Thema. Die Routine, die uns helfen soll, uns aber manchmal stresst. Das ist unser Thema heute, der Tagesablauf, aber für das Niveau B1. Wir werden nicht nur beschreiben, was wir tun, wir werden analysieren, warum wir es tun und wie wir es besser machen können. Es wird eine Lektion voller nützlicher Vokabeln und komplexer Sätze. Perfekt. Ich brauche deine Hilfe, Lukas. Ich brauche eine bessere Routine. Sehr gerne. Fangen wir am Anfang an, mit deiner Morgenroutine. Beschreibe mir, was du heute Morgen gemacht hast. Erzähl es uns im Perfekt. Sie sounds ein bisschen stresst. Okay, also, heute Morgen ist mein Wecker um 7 Uhr losgegangen. Ich habe die Augen aufgemacht und das Erste, was ich getan habe, ich habe nach meinem Handy gegriffen. Der erste Fehler. Aber erzähl weiter. Ich habe E-Mails gelesen, ich habe durch Instagram gescrollt und plötzlich war es schon 7:30. Ich hatte nur 30 Minuten Zeit. Also, ich bin schnell aus dem Bett gesprungen. Ich habe schnell geduscht, ich habe mich schnell angezogen. Ich hatte keine Zeit für ein richtiges Frühstück. Ich habe nur schnell einen Kaffee getrunken, während ich meine Tasche gepackt habe. Ich bin aus dem Haus gerannt, weil ich Angst hatte, dass ich den Bus verpasse. Danke für die ehrliche Beschreibung. Also, wenn ich das zusammenfasse. Dein Morgen beginnt mit dem Handy, was sofort Stress erzeugt. Danach ist alles sehr hektisch. Du hast keine Zeit für dich, keine Zeit für ein ruhiges Frühstück. Ja, genau so ist es. Und wie ist dein Morgen? Ich stelle mir vor, er ist ganz anders. Er ist anders, ja. Ich versuche, meinen Morgen absichtlich zu gestalten, damit der Tag gut wird. Mein Wecker klingelt auch um 7, aber ich stehe sofort auf. Die erste Regel: Das Handy bleibt für eine Stunde aus. Ich trinke ein großes Glas Wasser, danach meditiere ich für 10 Minuten oder ich schreibe in mein Tagebuch. Du meditierst jeden Morgen? Fast jeden Morgen. Das hilft mir, ruhig und konzentriert zu sein. Danach mache ich mir in Ruhe ein gesundes Frühstück. Ich nehme mir Zeit dafür. Ich mache das alles, weil ich den Tag positiv und ohne Hektik beginnen möchte. Weil ich den Tag positiv beginnen möchte. Das ist ein guter Grund. Mein Grund, auf das Handy zu schauen, ist, ich weiß nicht, Gewohnheit. Und das ist ein perfektes Beispiel für unsere erste Grammatiklektion heute. Nebensätze mit weil. Weil bedeutet because und erklärt einen Grund. Wenn wir weil benutzen, geht das konjugierte Verb an das Ende des Satzes. Ich sage, ich schaue nicht auf mein Handy, weil ich ruhig bleiben möchte. Das Verb möchte ist am Ende. Ah, okay. Also kann ich sagen, ich bin gestresst, weil ich immer zu spät bin. Ganz genau, perfekt, perfekt. Und zum Hörer ganz langsam. Versuchen Sie es auch. Bilden Sie einen Satz mit weil. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nach dem Morgen kommt der Arbeitstag. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus, Anna? Mein Arbeitstag ist chaotisch.
Ich bin Grafikerin und ich habe viele verschiedene Projekte. Ich versuche, alles gleichzeitig zu machen. Man nennt das Multitasking. Ich schreibe eine E-Mail, während mein Telefon klingelt. Ich designe ein Logo, obwohl ich eigentlich einen Text lesen sollte. Am Ende des Tages bin ich erschöpft und habe das Gefühl, nichts richtig fertig gemacht zu haben. Ich verstehe. Das ist ein sehr modernes Problem. Die Illusion von Produktivität. Ich versuche, das anders zu machen. Ich arbeite in konzentrierten Blöcken. Man nennt das Deep Work. Deep Work? Wie funktioniert das? Ich stelle einen Wecker für 45 Minuten. In diesen 45 Minuten schalte ich alle Benachrichtigungen aus. Kein Handy, keine E-Mails. Ich arbeite nur an einer wichtigen Aufgabe. Ich mache das, damit ich mich besser konzentrieren kann. Damit ich mich besser konzentrieren kann? Damit bedeutet so that, richtig? Genau. Und damit, während und obwohl sind auch Konjunktionen, die einen Nebensatz einleiten. Das Verb geht also auch hier ans Ende. Zum Beispiel: Ich trinke Kaffee, obwohl es schon spät ist. Sie hört Musik, während sie arbeitet. Okay, ich versuche es. Ich gehe heute Abend früh ins Bett, damit ich morgen fit bin. Perfekt, du hast es verstanden. Denken Sie an Ihren Tag. Können Sie einen Satz mit während machen? Zum Beispiel: Ich höre diesen Podcast, während ich das Abendessen koche. Eine lange Pause für 6 Sekunden. Okay, und dann kommt der Abend, der Feierabend. Nach der Arbeit bin ich total ohne Energie. Gestern Abend zum Beispiel habe ich eine Pizza bestellt und 4 Stunden lang eine Serie geschaut. Und hast du dich danach entspannt und erholt gefühlt? Nein, eigentlich nicht. Als ich ins Bett gegangen bin, war mein Kopf voll und ich war immer noch müde. Es war eher Ablenkung, nicht Entspannung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe ein Abendritual. Ich nenne es mein Abschaltritual. Ich plane kurz den nächsten Tag, damit ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Und dann keine Bildschirme mehr. Kein Handy, kein Fernseher, kein Computer. Ich lese ein echtes Buch aus Papier. Oder ich höre ruhige Musik. Keine Bildschirme, eine ganze Stunde vor dem Schlafen, das ist schwer. Das ist schwer am Anfang, ja, aber es ist vielleicht die beste Methode für einen guten Schlaf. An deiner Stelle würde ich es mal versuchen. Du könntest das Handy einfach in einem anderen Raum lassen. Du solltest versuchen, nur 15 Minuten zu lesen. Amelie repetiert slowly. Ich würde es versuchen. Du könntest. Du solltest. Das ist der Konjunktiv 2 für Ratschläge. Das ist ganz genau. Der Konjunktiv 2 ist die Sprache der Ratschläge und der Hypothesen. Was würden Sie, Anna, raten? Sagen Sie einen Satz mit sollte. Zum Beispiel: Anna sollte am Abend einen Tee trinken. In einem Konkludieren, Coaching-Ton: His pace ist still sehr slow. So, wir haben über die Probleme und über mögliche Strategien gesprochen. Lass uns jetzt einen konkreten, einfachen Plan für dich machen. Nur für morgen. Okay, ein Plan für morgen. Ich bin bereit. Okay, morgen früh, wenn der Wecker klingelt, was ist die erste winzige Aktion? Die erste Aktion.
Ich werde nicht auf mein Handy schauen. Stattdessen werde ich aufstehen und ein Glas Wasser trinken. Das ist ein perfekter erster Schritt. Und was wirst du mit deinem Handy machen? Ich würde es vielleicht im Wohnzimmer lassen. Dann ist die Versuchung nicht so groß. Sehr gut. Du benutzt den Konjunktiv. Eine gute Idee. Okay. Und am Abend? Was ist dein Plan für morgen Abend? Morgen Abend werde ich keine Serie mit 6 Episoden schauen. Ich werde eine Episode schauen. Nur eine. Und danach werde ich mein Handy ausschalten. Ich sollte dann noch 15 Minuten ein Buch lesen. Das ist ein fantastischer Plan. Er ist realistisch, er ist einfach und er ist ein großer Schritt nach vorn. Ich bin sicher, dass du dich besser fühlen wirst, wenn du diesen Plan verfolgst. Amelie, danke, Lukas. Ich fühle mich schon viel besser und motivierter. Zum Listener, diese Lektion war wie eine Therapie. Victor, zu dem Listener für den finalen Call to Action. Er spricht sehr, sehr slow. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Schreiben Sie uns in die Kommentare. Eine kleine Sache, die Sie in Ihrer Morgenroutine ändern möchten. Eine kleine Sache, die Sie in Ihrer Abendroutine ändern möchten. Benutzen Sie gerne den Konjunktiv 2. Zum Beispiel, ich sollte früher aufstehen oder ich würde gerne mehr lesen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Lukas? Ja, vielen Dank. Denken Sie daran, kleine Änderungen machen einen großen Unterschied. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Podcast endet mit demselben kalmen, aber determinierten Hummenton von Lukas.